Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shooting Basics mit Rosi. Heute bei uns geht es um das Thema beidhändig, einhändig schießen mit der Pistole. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Ja, beidhändig schießen haben wir in der Serie schon häufiger getan, ist definitiv sinnvoll. Man kennt das ja noch von früher, wo die typische Sportpistolenhaltung hier seitlich macht man behördlich tatsächlich nicht, auch hauptsächlich wegen der Schutzfunktion, ne, richtig, was Platte oder sonst irgendwas? Nein, eigentlich, das ist nicht der Grund. Man braucht, um so gut zu schießen, halt viel Training. Von der Schießtechnik können wir jetzt ein paar Sachen ändern. Bisschen so, dass den natürlichen Körperaufbau wirklich nutzen zum Treffen. Und das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Werdet ihr sehen, mit ganz wenig Einheiten kann man anständige Ergebnisse erzielen. Wenn ihr alles so sportschützenmäßig macht, das funktioniert, ist auch besser als das, was ich euch sage. Nur ihr braucht unheimlich viel Training. Und für ausreichend gute Ergebnisse reicht das, ein ganz paar Sachen einzuhalten. Werdet ihr gleich sehen, das geht dann. Okay. Also die Schutzweste wird immer so vorgeschoben, dass wir jetzt so schießen. In Wirklichkeit ist das nicht das Ding. Es ist ja genauso wichtig, den Gegner zu treffen, wie keinen anderen zu treffen. Exakt. Und natürlich hat man auch, wenn du frontal zu deinem Gegenüber stehst, natürlich auch Ausweichmöglichkeiten. Also du bist ja viel mobiler, als wenn du seitlich stehst. Das kommt, ja, das ist richtig. Also, ja, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Okay, ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Gut. Okay, wir fangen mit ein bisschen Trockentraining an. Ja. Jeder hat sein eigenes Ziel. Wir schießen auf die 3. Gehen wir nach links auf deine. Die 3, obere Reihe, dritter von links oder zweiter von rechts. Geht mal in den beidhändigen Anschlag. Spannt die Waffe und trefft einfach. Trocken. Drittes Ziel und abkrümmen. Gut. Okay. Was ihr jetzt nochmal gespürt habt, könnt aktiv euren Daumen nutzen, keine Frage. Waffe spannen. Einhändiger Anschlag, so wie ihr bisher geschossen habt, falls ihr so geschossen habt, Feuer frei. Gut. Okay, also, ich bin mir sicher, jetzt war keine Emotion drin, der hättet ihr jetzt schon getroffen. Gut, Holstern. So, was kann man jetzt leichter machen? Ich selber schieße so. So, was habe ich jetzt anders gemacht? Du hast die Waffe leicht eingedreht. Genau. Nehmt mal eure Hand nach vorne. So. Jetzt versucht mal ganz locker die Hand nach vorne zu ziehen. Ohne dass ihr euch jetzt nach links verdreht, nach rechts verdreht, sondern ganz normal. So. Das ist jetzt eure Waffenposition. Der Gangster wird natürlich so schießen oder so schießen. Das machen wir nicht, weil jetzt ich ja wieder den Arm und die Schultern verdrehe. Sondern ihr nehmt eure Hand jetzt entspannt. So. Das ist die Handposition. Waffe nochmal in die Hand nehmen, spannen. So, und jetzt zielt ihr, jetzt nehmt ihr mal eure linke Hand und wackelt mal damit. Weiter zielen und mal richtig wackeln. Dann seht ihr, eure Schusswaffe wird sich jetzt auch bewegen. Wackeln. Gut, seht ihr es? So, das heißt, wir müssen unsere linke Hand beim Schießen auch irgendwie unter Kontrolle kriegen. Früher haben wir was mit der Hüfte gemacht. So, und das stimmt gar nicht, aber für den Kopf ist eine richtig gute Sache. Nehmt eure linke Hand mal gegen die Schulter und stabilisiert die Schulter. In Wirklichkeit geht das gar nicht, aber es funktioniert. Jetzt stell dich mal so ein bisschen entspannter nach vorne. Na, wir haben ja eben auf dem Vorderfuß gestanden. Jetzt stellen wir auf den vorderen Fuß, rechten Fuß vor. So, auch die Schulter vor ein bisschen. So. Jetzt zielen, bisschen mit der linken Hand gegen die Schulter drücken und langsam abkrümmen. Macht das mal. Gut. Ich helfe euch jetzt ein bisschen. Nochmal, Feuer frei. Und Feuer frei. Ne, mache ich für dich. Nur konzentrieren. Okay. Ruhig noch ein bisschen schräger. Irgendwo gegen Brust, Schulter, irgendwas. Schön konzentrieren. Und weiter, und weiter. Komm, abkrümmen. Hab schon. Achso, sorry. Gut. Okay, Holstern. So, ich sage voraus, wenn ihr die Nerven behaltet, werdet ihr jetzt schon treffen. Das Schöne bei dem einhändigen Training, dienstlich braucht man das ganz selten.
Manchmal, ich habe jetzt zum Beispiel einen VIP, ich bin jetzt Personenschützer, dann muss ich sie unter Kontrolle kriegen und dann schieße ich einhändig. Also da passiert es öfter als normaler Operator. Ne? Wir streben immer an beidhändig. Aber wenn es nicht geht oder verwundete Hand, dann kann das sein, dass ich nur mit einer Hand rechts oder links schießen muss. Eins steht fest, beidhändig mit den Daumen verzeiht einiges im Stress. Einhändig verzeiht gar nichts. Das heißt, wenn ihr beidhändig besser werden wollt, macht das auch Sinn, ab und zu mal einhändig zu schießen. Ihr macht jetzt nichts anders als eben, nur dass es knallt. Schulter, Brust, bisschen gegendrücken, bisschen am Vorderfuß. Ihr werdet feststellen, der Rückstoß ist natürlich anders. Verkrampft nicht euer Handgelenk. Nein, ihr müsst jetzt euch erstmal konzentrieren, nur auf das saubere Abkrümmen. Fertig laden. Gut, einhändiger Anschlag. Tage Nummer 3, einfach 5 Schuss gegen die Brust. Einfach mal 5 Schüsschen. Gerade nach hinten ziehen, gerade nach hinten ziehen. Sehr schön. Na, endlich. War 5, dann Waffe einziehen. Dann könnt ihr wieder vorne scharf sehen. Gut, Holstern. So, was ist euch aufgefallen? Im Rückstoß hat sich die Waffe weit bewegt. Mehr als mit beiden Händen. Natürlich. Ja. So, das einzige Ergebnis gut. Ich habe gerade gesagt, ein Glück, dass du wenigstens einmal daneben geschossen hast. Bei euch brauche ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil wenn ihr die fundamentalen Sachen einhaltet, richtig ziehen und richtig abkrümmen, dann trefft ihr auch einhändig. Es bewegt sich halt die Waffe ein bisschen. Wenn ihr jetzt in Kauf nehmt, dass die Waffe niemals ganz ruhig steht, also nicht auf den Haltepunkt zielen, sondern auf die Haltefläche. Na, sagt irgendwo, 5 cm ist eine ganz gute Fläche einhändig, egal wo ihr da rumeiert, in der Phase, wo ihr da irgendwo rumeiert, richtig abkrümmt, trefft ihr immer. Wir machen trotzdem noch eine Zusatzübung und sagen, versucht mal das Handgelenk doch noch ein bisschen anzuspannen. Hier gegendrücken. Das Gegendrücken hat gar keine Auswirkung in Wirklichkeit. Aber wenn ihr gegendrückt, werdet ihr gleich feststellen, den Augenblick, wo ihr gegendrückt, spannt ihr auch hier an. Das heißt, den Rückstoß ein ganz klein wenig kompensieren, dass ihr halt schneller schießen könnt. Okay. Nicht schneller schießen, sondern den Rückstoß ein bisschen auffangen. So, äußerst rechte Ziel, obere Reihe. 5 Schuss, Feuer frei, Schwerpunkt, Rückstoßkontrolle. Handgelenk, bisschen anspannen. Schießt nicht schneller, bisschen drücken und Feuer frei. Genau. Gerade ziehen. Sehr gut. Okay. Gut. Holstern. Kleinigkeit. Was denkst du, woran hat es gelegen, dass sich so viel bewegt hat? Standst du auf dem Vorderfuß? Nee. Na, wir stehen ja hier auf dem Vorderfuß. Wenn ich einhändig stehe, kannst du nicht auf dem Vorderfuß stehen. Mhm. Da habe ich gesagt, stellt euch auf den vorderen Fuß. Mhm. Na, und damit könnt ihr eine Menge rausholen. Ja. Nochmal, wenn das nur darum geht zu treffen, stellt euch einfach hin. Seht zu, dass ihr da keine Verspannung im Körper habt. Ne, keine Verspannung, geht hin. So, das ist jetzt für mich natürlich. Gut, das ist eine gute. Ich bin nicht verspannt, ich kann gerade abkrümmen. Wenn ihr schneller schießen müsst, müsst ihr Rückstoßkontrolle, Handgelenk blockieren. Hier halt als Trick. Drückt da ein bisschen gegen. Und jetzt auf den vorderen Fuß, was wir hier auf dem Vorderfuß haben, nehmt ihr hier auf dem vorderen Fuß. Dann könnt ihr ein bisschen den Rückstoß kontrollieren. Das ist alles. Perfekt. Gut. Gut. Ja. Einhändig, beidhändig schießen, auch das ist kein Hexenwerk, wenn man es kann. Auch Übung, muss man natürlich sagen. Ich merke wieder mal, wie viel die Übung massiv muss. Nein. Ja. Das war jetzt tatsächlich, du hast dich ein bisschen mehr auf das Abkrümmen konzentriert. Ja. Damit hast du gesehen, richtiges Abkrümmen, richtiges Zielen reicht, um zu treffen. Ja. Das war ja schon die zweite. Aber auch hier immer wieder die anderen Dinge dazu. Jetzt habe ich mich auf den Trigger konzentriert. War das Gewicht nicht auf dem Vorderbein? Ja, aber da habe ich schon echt schlimmere Sachen gesehen. Okay. Aber du hast recht, man muss es trainieren. Auch da wieder Trockentraining. Mhm. Am besten mit einem Partner, was ich am Anfang mit euch gemacht habe, dass wir biomechanisch alles richtig machen oder die Trainingspistole nehmen. Ne? Beides ist möglich. Werdet ihr auf jeden Fall sehr schnell besser. Perfekt. Schönes Schlusswort. Wenn ihr noch Fragen habt,
dann schreibt es uns in die Kommentare. Schaut bitte auch in die Videobeschreibung, Anfang, Ende des Videos ebenso. Da sind alle Sponsoren dieser Serie hier, die das möglich gemacht haben, zu finden. Unterstützt diese. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.